und herzlich willkommen in dieser Woche. Ich bin heute mit leichtem Gepäck unterwegs, also sprich mit gar keinem Gepäck. Und wir werden das Intro dieses Mal ein bisschen anders gestalten. Ist ja gut, wenn man die Dinge ab und zu ein bisschen auflockert. Ich werde nämlich erst gar nicht mal zum Zelt gehen, sondern ich treffe mich gleich mit jemandem da vorne, einem Pilzexperten, der mir heute einiges über Pilze erzählen wird. Und nicht nur über die hier irgendwie wachsen, wo hier gerade unglaublich viele sind, sondern vor allem über Pilze, die auf Bäumen wachsen. Hallo Martin. Moin Jojo, hi. Servus. Freut mich. Ja, schön, dass du Zeit hast. Gerne. Du bist Pilzexperte, Ja. oder kennst dich zumindest mit Pilzen aus? Bisschen. Ja, ich bin Biochemiker. Ich habe mich nach dem Studium selbstständig gemacht und wollte Menschen immer zeigen, was sie selber tun können, um gesund zu sein. Und einer meiner Schwerpunkte ist, Naturheilmittel zu finden und aufzuklären, was die so können. Gerade so Naturheilmittel, die man überall finden und sammeln kann. Ne? So Wildkräuter, aber auch die Heilpilze. Und ich bin darüber gestolpert, über Studien tatsächlich, weil Heilpilze richtig viel auch wissenschaftliche Evidenz hinter sich haben. Über die Sachen kläre ich gerne auf, weil jeder kann in den Wald gehen, kann sammeln, kostet nichts, ne? Und kann da richtig viel für seine Gesundheit tun. Ich werde heute mal ein paar zeigen. Und danach ist eigentlich immer so, dass man mit anderen Augen durch den Wald läuft, weil man die dann plötzlich überall sieht. Sehr cool. Ja. Dann suchen wir mal welche Laufen wir und mal finden los. auch welche. Ja? Ja. Sehr cool. Ja, sobald man mal irgendwie anfängt, einen genaueren Blick auf was zu haben, so am Boden irgendwie, man findet so viele kleine... Du siehst sie überall Sachen. auf einmal, ja. Ja, Und wenn du dann noch nach oben guckst, ganz viele Baumpilze, gerade hier an der Stelle. Du siehst sie überall. und ist das, also die Baumpilze, ist das immer auf totem Holz oder auch auf gesunden Bäumen? Also sobald der Baum geschwächt ist, kommt der Pilz und baut ihn eigentlich ab. Also im Kohlenstoffkreislauf, also Pflanzen sind ja Konsumenten, die bauen Biomasse auf. Wir sind die Konsumenten. Wir bauen es ab, wir essen es. Aha. Und dann gibt es noch die Destruenten, die Pilze, die bauen das Totmaterial ab. Das ist der Kohlenstoffkreislauf in der Natur. Ne? Okay. Und der Pilz kommt entweder auf ein toten Holz, ne, es sind überall tote Bäume und dann kannst du eigentlich überall sehen, wie sich die Pilze ansiedeln. Aber wenn du gerade hier Birken, sobald die Birke geschwächt ist, das ist wie bei uns mit dem Immunsystem, ne? Können die Krankheitserreger kommen. In dem Fall sind es halt die Pilze, die nisten sich ein und irgendwann stirbt der Baum und wird dann zersetzt. Also ein gesunder Baum wird eigentlich nicht von einem Pilz befallen. Ja, da wo mein Blick drauf geschult ist auf die gelben. Ist ein Anfang, ja. Das ist immerhin. Genau, ja. Ich glaube, die würde ich mir auch gleich mitnehmen. Ja, die Eierschwammer. Die Eierschwammerl, genau. Das Schöne an manchen Pilzen wie Pfifferlinge, die kannst du eigentlich nicht verwechseln. Ja, genau, das Ja, gefällt ist mir auch für dran, Anfänger. Es gibt so ein paar gute Anfängerpilze, auch ein paar Anfängerbaumpilze. Und dann gibt es so Sachen wie Champignons, die solltest du eigentlich nur mitnehmen, wenn du ein bisschen geübten Blick hast, weil die kannst du leichter verwechseln. Ein Knollenblätterpilz. Der eigentliche Pilz ist ja unter der Erde. Ne? Das, was du hier erntest, ist nur der Fruchtkörper, die Kirsche. Und der eigentliche Kirschbaum ist unter der Erde. Und wenn du eine gute Stelle hast, kannst du immer wieder herkommen. Kommen immer wieder neue Fruchtkörper nach. Also die Pfifferling-Profis, die wissen ihre Stellen. Die verraten sie nur nicht. Die kommen dann immer wieder an denselben Ort. Dann werde ich mir den jetzt merken. Ja. Sehr gut. Findet man da noch irgendwelche anderen Baumpilze? Ich habe jetzt noch auf den Boden geschaut. Ja, Da oben also wenn du mal nach oben guckst, jetzt habe ich mich mal ein bisschen hier umgeguckt. Da haben wir einen Zunderschwamm, den kennst du, glaube ich, da können wir ein bisschen anfangen. Ja. Da haben wir einen rotrandigen Baumschwamm, das ist auch ein ganz guter. Und da den würde man gar nicht erkennen, das ist Chaga, einer der wertvollsten Vitalpilze, die wir haben im Wald. Das ist so eine komische schwarze Knolle, das sieht Ja. aus wie so ein Tumor. Ja. Den findest du auch nur in der Birke. Es ist so einer der stärksten Vitalpilze, die wir haben. Wissenschaftlich auch sehr gut untersucht, jetzt aktuell in der Krebstherapie stark im Kommen. Sehr, sehr reich an Antioxidantien, also kann deinem Körper auch dabei helfen, Entzündungen abzubauen, sich zu regenerieren. Und der schmeckt auch tatsächlich sehr gut. Also den kann man ernten. Jetzt, wir haben hier keinen Hammer und Meißel dabei, aber man könnte einen starken Tee daraus kochen und der schmeckt so ein bisschen wie Schwarztee. Und im Sommer verstärkt er quasi, also wir werden besser braun und unsere Haut wird gegen Sonne ein bisschen robuster. Also Sonnenschutz kann man auch essen von innen heraus, braucht man keine Sonnencreme mehr. In Deutschland ist er eher selten, aber hier hast du im Winter teilweise minus 40 Grad
Und der braucht es. Der braucht diese Temperaturextreme. Heißt, hier oben im Norden hast du einfach viel, viel mehr Chaga. Ja, spannend, was wir alles auf so einer kleinen Lichtung eigentlich schon gefunden haben. Ja, muss man gar nicht lang suchen. Na, aber trotzdem, suchen wir noch weiter. Vielleicht finden Ja. wir noch mehr da oben. Jetzt sind wir aus dem Wald ein bisschen heraus. Da sind aber auch viele tote Birken. Ich sehe hier, ist das ein Baum? Das ist ein Baum? Baumpilz. Ein Baumpilz. Ein müsste ein älterer Zunderschwamm sein. Ja, hier sieht man auch, das sind jetzt ein paar wirklich sehr alte Zunderschwamm-Exemplare. Da unten sind ein paar jüngere. Und das sieht man sehr schön, das dauert einfach ein paar Jahre, bis der Baum abgebaut ist. Ne? Was ist mit solchen hier? Das sind so kleine, Ja. die am Boden wachsen. Das ist jetzt eine Artverwandte von der Schmetterlingstramete. Also nicht direkt, aber eine Artverwandte. Gerade die jungen Exemplare, die sind noch so ein bisschen weich. Und heißt Tramete wegen, es sieht aus wie ein Blasinstrument ein bisschen, wenn du den ganzen Pilz hier siehst. Ne? Ja, ja, ja. Sieht man vielleicht hier ein bisschen schöner. Und Schmetterling, weil den gibt es in allen Farben. Den gibt es in Grau, Okay. in Braun, in Grün, in Lila. Und in China und Japan setzen wir den in eine Krebstherapie ein zum Beispiel. Bei Magenkrebs, bei Brustkrebs, Dickdarmkrebs wird er quasi ergänzend zur Chemotherapie eingesetzt und ist eines der stärksten Dinge, die man eigentlich da tun kann. Ist auch präventiv wirksam. Ist ansonsten, wenn wir den jetzt nehmen würden, wäre gut fürs Immunsystem, auch gegen Krankheitserreger. Und den würde ich jetzt nehmen, entweder so essen, also wie ein Kaugummi, oder halt einen Sud draus kochen. Und diesen Sud, also auch so Baumpilze, die kannst du ernten, kannst in Scheiben schneiden oder einen Thermomix geben und dann einen Sud draus kochen und den dann trinken wie so ein Tee. Das schmeckt auch eigentlich ganz angenehm. Ja, also ich gehe jetzt wirklich mit einem anderen Sinn durch. Du siehst es auf einmal überall. Es geht gar nicht anders. Genau, so wie da Da zum Beispiel. Ja. Jetzt haben wir da auch wieder eine Birke natürlich. Ja, Das Birke ist immer gut. Und das ist der Birkenporling. Birkenporling. Ja. Auch einer der Klassiker auf der Birke. Und das sind jetzt ältere Exemplare, die sind schon ein bisschen holziger. Aber die könnte man immer noch verwenden, einen Sud draus kochen, eine Tinktur draus machen. Ne? Oder einen Extrakt, ein Hydrolat. Und wir haben hier den Zunderschwamm. Und die Gletschermumie Ötzi, hat man glaube ich schon mal gehört. Ja. Der hatte, als er gestorben ist, hatte er diese beiden Pilze bei sich. Und der ist ja auf über 2000 Metern gestorben, gefunden worden, wurde gejagt, hatte Pfeilspitzen in sich stecken, war verwundet und hatte ja wahrscheinlich keinen unnötigen Ballast bei sich. Ne? Und wir wissen heute, oder wir gehen davon aus, wir waren ja nicht dabei, der ist ja vor 4.500 Jahren gestorben, dass der mit dem Zunderschwamm seine Wunden behandelt hat. Also das ist auch ein starkes Antiseptikum. Das könnte man aufschneiden und an der Wunde halten. Das ist desinfizierend. Also wenn man jetzt irgendwie im Wald unterwegs wäre, Genau, so verletzt, genau. wäre das Ne? eine Möglichkeit. Das stillt die Blutung und ist gleichzeitig desinfizierend. Er hat wahrscheinlich damit seine Wunden behandelt und mit dem Birkenporling, wir wissen, der hatte eine Gastritis und wahrscheinlich auch Borreliose. Und das ist halt ein Antiparasitenpilz gegen Krankheitserreger. Und der hat sich wahrscheinlich damit auch da behandelt. Also, Sehr cool. Gibt es eigentlich bei den Pilzen, also gibt es da welche, die zum Verwechseln ähnlich sind, die giftig wären? bei denen jetzt nicht. Also die giftigen Pilze eigentlich in unseren Breitengraden, die sind alle im Boden. Baumpilze, giftige, gibt es eigentlich so gesehen nur ganz, ganz, ganz wenige. Und die, also wenn du eine Birke hast und Birkenporling, dann kannst du nicht verwechseln. Zunderschwamm kannst du auch nicht verwechseln, weil er einfach diese Ringe hier hat, ne? Und diese farblichen Übergänge. Und die findest du überall. Das ist das Schöne. Die findest du in Deutschland, Österreich, Schweiz, hier oben. Und die könntest du jetzt nehmen, könntest einen Sud rauskochen oder eine Tinktur, was auch immer, und jeden Tag ein bisschen davon trinken. Und das schmeckt eigentlich auch ganz gut. Also man denkt immer bei Pilz draus kochen, es schmeckt ganz angenehm. Okay, Und du merkst, der macht was, wenn du ihn trinkst. Ja. sehr cool. Dann schauen wir nochmal weiter. Das haben wir jetzt unsere Rundwanderung fast zu Ende. Vielleicht Ja. finden wir noch was. War schon mal da. So, das ist jetzt relativ klein, man wird dran vorbeilaufen. So sieht ein Pilz aus, bevor der Fruchtkörper rauskommt. Ne? Also das ist eigentlich der Pilzorganismus. Man würde auf den ersten Blick denken, das ist Schimmel. Das ist eigentlich Pilz Myzel. Und du weißt bis zum Ende nicht, was da dann rauskommt. Auch wenn du mal selber Pilze anbaust. Es ist so ein Pflaum.
Und das könnte jetzt alles sein. Ne? Das könnte ein Knollenblätterpilz sein, ein Champignon, ein Steinpilz, das weißt du immer nicht. Aber so sieht eigentlich der Pilz aus, bevor der Fruchtkörper rauskommt. Und dieses Myzel ist überall im Wald, also das nennt man Wood Wide Web. Also genau wie Wurzeln überall in der Natur, im Wald sind die Pilzhyphen. Und teilweise sind einzelne Pilzorganismen, die erstrecken sich über mehrere Quadratkilometer. Also die können unglaublich groß sein und können miteinander kommunizieren wie das Internet. Oh wow, Ja, faszinierend. die können Informationen austauschen, die können sagen, wo gute Stellen sind. Man hat auch mittlerweile herausgefunden, wie man mit den Pilzen kommunizieren kann über elektrische Signale. Also es ist ziemlich faszinierend, was da alles passiert, ohne dass wir es mitbekommen. Aha. Ja. Und wie lang wird das da jetzt ungefähr dauern, bis der Pilz rauskommt? Man sagt, dass sie schießen aus dem Boden. Ja, also der ist jetzt schon relativ weit. Ich denke 1-2 Tage. Dann würde hier ein Pilz stehen, was auch immer das für einer ist. Faszinierend. Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Also unglaublich. Das Ja. findest du hier überall, vor allem an so ja. alten Baumstümpfen, aber das könnte ein Steinpilz werden zum Beispiel. Aha. Ja. Sehr cool. Sehr cool. Schauen wir, ob die da am Trampelpfad überleben, Ja. wenn da die ganzen Tiere unterwegs sind. Und wie kommunizieren die über elektrische Signale oder was kann man denen mitteilen? Alles Mögliche. Kannst du ihn von deinem Tag erzählen? Ja. So, dann haben wir die Runde beendet. Ja. Ich würde mal noch was zeigen. Was im Auto dabei. Wenn wir jetzt den Chaga geerntet hätten, so mit Hammer und Meißel. Ich zeig dir mal, wie das aussehen würde. Das kann man auch kaufen. Es gibt da professionelle Wildsammler. Das wäre so ein Chaga-Brocken. So würde das aussehen. Innen, das ist Melanin. Das ist dasselbe, was uns braun werden lässt, wenn wir in die Sonne gehen. Das bildet der Pilz auch, um sich zu schützen vor UV-Strahlen. Und das ist so diese schwarze Kruste, die man nach außen sieht. Und das sind teilweise solche Knollen. Das könnte ich jetzt so nehmen und einen Tee kochen. Den lasse ich 1-2 Stunden ziehen. Schmeckt so ein bisschen wie Schwarztee. Ist ein bisschen anregend, aber ist wirklich sehr, sehr gesund. Stark entzündungslindernd. Und weil ich jetzt vorhin auch mal den Malerpilz, das ist ein enger Artverwandter vom Reishi. Der Reishi würde jetzt so aussehen, das ist so der König der Pilze. Hier siehst du auch ein bisschen was wir hatten. Und den erkennt man daran, dass er so einen Stiel hat. Reishi ist der japanische Begriff, auf Deutsch heißt er glänzender Lackporling. Auf Japanisch klingt alles cooler. Ja. Das sind auch gute Vitalpilze und wenn man so einen mal findet, ne, alle 5 bis 10 Jahre findet man durchschnittlich mal einen im Wald, das ist dann schon Jackpot. Okay, also der hat schon einen Genau. Seltenheitswert. Habe ich in Deutschland schon gefunden. Kann man schön trocknen. Sieht auch schön aus. Sehr cool, ja. Wunderbar. Dann Schön. hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die ganzen Infos. Sehr gerne. Ich werde auf jeden Fall mit anderen Augen jetzt durch den Wald gehen. Lass dir die Pilzpfanne schmecken. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Mach's Bis zum gut. nächsten Mal auf jeden Fall. Gut. Ja. Ciao. Am nächsten Tag habe ich dann noch versucht, von diesem Mini-Steinpilz, an dem wir vorbeigegangen sind, eine Zeitrafferaufnahme zu machen. Nur leider war der Stamm schon ein bisschen durchlöchert von diversen Insekten und am Ende des Tages kam dann eine Schnecke vorbei und hat ihm endgültig das Garaus gemacht. Am nächsten Tag habe ich dann nochmal mein Glück bei einem benachbarten Pilz versucht. Und um das schnelle Wachstum zu sehen, ist hier ein Vergleich zum Anfang von dieser Aufnahme. In einem Tag wächst er schon ganz schön schnell. Und über Nacht ist er fröhlich weitergewachsen, nur in der zweiten Nacht kommt dann wieder eine Schnecke und hat nichts von ihm mehr übrig gelassen. Aber ich hoffe, dass auch ihr mit neuen Augen durch den Wald gehen könnt und viel Zeit draußen in der Natur verbringt. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal in Jojos Camp.